Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Heute geht es wieder um verschiedene Techniken, die ich kombiniere. Hier einmal die Alkoholtropftechnik in einer Abwandlung, dann die Negativtechnik, die kennt ihr sicher alle schon. Und schlussendlich arbeite ich auch noch mit einem farbigen Buntstift für die Ausarbeitung. Also lasst uns starten. Mein Keilrahmen ist heute 30 x 40 cm und meine Farben sind ein transparentes Sienna gebrannt, ein Königsblau und ein transparentes helles Olivgrün. Meine Leinwand sprühe ich erst einmal ein bisschen ein, denn ich möchte alles sehr transparent auftragen. Das mache ich dann auch. Doch schon hier merke ich, dass die relativ wässrige Farbe von der Leinwand abperlt. Die Grundierung ist also nicht sehr saugfähig und ich versuche es noch ein bisschen weiter und später finde ich eine Lösung für mein Problem. Hier werdet ihr gleich sehen, hier oben ist diese Abstoßungsreaktion besonders stark. Die wässrige Farbe haftet nicht mehr auf der Leinwand. Deshalb bringe ich etwas Acrylbinder dazu, eigentlich eine ganze Menge. Und ihr seht schon, wenn ich das jetzt verstreiche, ist das alles kein Problem mehr. Es wird transparenter und es haftet prima. Ein Nebeneffekt ist, dass man hier auch die einzelnen Pinselspuren sehr deutlich erkennen kann. Und das mache ich mir im Verlauf des Malens zunutze. Mit ein bisschen Weiß helle ich die ganze Sache noch etwas auf. Für mein Vorhaben ist es wichtig, dass die erste Schicht nicht zu dunkel ist. Und ich glaube, jetzt habe ich genug Farbe aufgetragen. Ich finde das richtig spannend, dass man die Pinselspuren super sehen kann. Das Ganze trockne ich zunächst mal. Wenn alles richtig trocken ist, trage ich im gleichen Verfahren, also mit etwas Binder vermischt, relativ transparent, eine weitere dunklere Schicht obendrauf. Für diese dunkle Farbe habe ich das Sienna gebrannt mit dem Königsblau gemischt. Mit einem feinen Sprühnebel befeuchte ich die Oberfläche nochmal. Auch hier bleiben die Pinselspuren deutlich sichtbar. Solange die Oberfläche noch feucht ist, kann ich jetzt den Reinigungsalkohol darauf tropfen. Die Alkoholtropftechnik
Das kennt ihr sicher schon. Diesmal kippe ich die Leinwand ein bisschen und tropfe auf die untere Kante und lasse den Alkohol nach unten fließen. Da ich meine Farbe vorher mit Binder vermischt habe, reagiert der Alkohol auf der Oberfläche etwas träger und das ist auch gut so, denn ich möchte nicht, dass er sich zu schnell ausbreitet. Mit dem Föhn blase ich kalte Luft in großem Abstand von oben auf das Bild. Teile des Bildes trocknen dann, andere bleiben noch feucht. Und das ist wichtig, denn nun möchte ich diese mit meiner Küchenrolle abtupfen. Dazu rolle ich die Küchenrolle einfach über das Bild und das mache ich direkt mehrmals. So entferne ich die Feuchtigkeit mit der darin gelösten Farbe und es entstehen wieder hellere Stellen. So entsteht Struktur wie von Zauberhand. Auf die obere Partie sprühe ich noch etwas Wasser und versuche noch weitere Helligkeiten herauszutupfen. Da das nicht ganz funktioniert, befeuchte ich mein Tuch und reibe ein bisschen. Das hilft. Hier seht ihr mein Zwischenergebnis und diese feinsten Strukturen, die da durch den Alkohol entstanden sind, zusammen mit den Pinselspuren. Das ist doch richtig spannend. Das könnte man vielleicht sogar so lassen. Ich möchte aber mit der Negativtechnik jetzt noch Kontraste hineinbringen und zwar in den Hintergrund. Meine Farbe für die Negativmalerei ist das Siena gebrannt mit dem Königsblau, vermischt mit einer etwas größeren Menge Preußisch Blau. Das wird ein ganz dunkler Ton.
Schritt für Schritt erarbeite ich so die Komposition. Über die getrocknete dunkle Schicht kommt jetzt nochmal das Königsblau ins Spiel und bringt etwas Farbe dazu. Mit einer verdünnten dunklen Farbmischung aus Jena, Königsblau und Preußischblau versuche ich hier so etwas wie Schatten einzufügen. Das klappt nicht ganz so gut, deswegen versuche ich es mit einem Buntstift. Was meint ihr, bin ich fertig? Diese Formen erinnern mich irgendwie an Mumien. Schaut noch mal, wie schön das Blau zusammen mit diesem Dunklen. Wunderbar, gefällt mir gut. Konnte ich euch ein bisschen inspirieren? Ich hoffe doch. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Video. Ich würde mich wie immer sehr freuen. Bis dahin, tschüss!